Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Wie ihr wahrscheinlich im Intro entnehmen könnt, geht es heute um mein Bike. Giant Rain Essex, Baujahr 2019. Ich wollte schon lange mal eine kleine Zusammenfassung machen von dem Bike, meine Erfahrungen mit euch teilen und vor allem vielleicht für die auf der Suche sind nach einem Occasion-Bike, helfen, um einschätzen zu können, ob das Bike etwas taugt oder nicht. Wie gesagt, Baujahr 2019, wo die Bikes rausgekommen sind, mit etwa 4000 Franken Neupreis, ist natürlich die Preis-Leistung sehr, sehr gut gewesen und sehr interessant. Es hat gute Komponenten, teure Komponenten drauf, hat aber auch günstigere Komponenten und vielleicht weniger gute Komponenten drauf. Das kommt darauf an, auf was man Wert legt. Meine Bewertung zum Bike ist natürlich einfach eine persönliche Meinung. Das kann unter Umständen jeder anders sehen. Aber ich wollte euch helfen, damit eine Einschätzung zu machen, was euch etwas helfen könnte und was vielleicht nicht. Wir fangen an mit den Federn und dem Dämpfer. Wir haben mit der RockShox Lyric 170 mm Federweg. Innen RockShox Super Deluxe Coildämpfer. Mein absoluter Favorit. Ich bin am Anfang sehr skeptisch gewesen, aber es ist richtig geil mit dem zu fahren. Er hat eine Konstante drin und schluckt einfach extrem viel Hindernis. Aber auch das ist natürlich eine Geschmackssache. Was ich weniger optimal gesehen sind die Bremsen. Das Ram Guide RS sind wohl 4-Kolbenbremsen und trotz Aufrüstung auf 200er Scheiben hinten und vorne ist die Bremsleistung ab einem gewissen Tempo einfach zu mager. Ganz einfach. Irgendwann kommen sie an ihre Grenzen und das ist schade. Es ist relativ aufwendig vom Serviceintervall mit Entlüften, jedes Mal, wenn du Klötze wechselst. Und all die schon mal ein RAM entlüftet haben, wissen, man gewöhnt sich ein bisschen daran, es geht immer ein bisschen schneller, aber es ist recht aufwendig und ich finde es einfach nicht so toll. Das wäre sicher etwas, das ich ersetzen würde. In diesem Bezug vielleicht, wenn es ums Ersetzen geht, ich habe nach 9 Monaten einen Garantiefehler in meiner Gabel. Der Ölteil war undicht und konnte den auf Garantie beim Suspension Center in Thun ersetzen. Sehr cool war, dass das gemacht haben und im gleichen Atemzug habe ich das Debonair-Kit, das Upgrade-Kit gerade einbauen lassen auf die 170er Federn und das kann ich euch nur empfehlen. Kostet nicht alle Welt, wenn ihr sowieso einen Service macht und ihr spürt definitiv einen Unterschied. Ihr gönnt ein bisschen Federweg, plus ist es einfach viel smoother in der ganzen Bewegung. Ja, wenn ihr schon dort sind, wenn ihr das im Suspension Center macht, kann ich euch für 80 Franken die Setup-Einstellung ebenfalls nur ans Herz legen. Ihr werdet kompetent beraten und ihr werdet nachher einen Unterschied merken. Hinten habe ich mal die Federn gewechselt, einfach das Abstimmen auf mein Gewicht. Das ganze Bike ist mit 15,9 Kg bestimmt nicht das leichteste, aber auch dort kommt es darauf an, was du willst. Ich wollte ein Enduro-Bike, wo ich Uphill fahren kann. Das funktioniert auch bestens, aber mir war von Anfang an klar, das wird nicht das Leichtgewicht gewinnen. Mit einem Aluminiumrahmen, den ich aber top finde, hat es halt sein Gewicht. Es funktioniert, aber wenn wir gerade zum Uphill kommen, wir haben Shimano SLX 11er Schaltung drauf und das ist einfach ganz wenig. Ich brauche unbedingt einen 12er Kranz hinten. 11 finde ich immer einfach eine zu mager, wenn es steiler wird. Also, vielleicht bin ich auch einfach zu schwer. Für mich ist es definitiv ein Gang zu wenig. Das würde ich beanstanden. Ist ebenfalls sicher kein High-End-Produkt. Aber an und für sich funktioniert die Schaltung einwandfrei. Mit den 27,5 Zoll Laufrädern bin ich sehr zufrieden. Natürlich hättest du mit dem 29 Zoll eine ruhigere Abfahrt, je nach Terrain. Aber ich finde es richtig cool. Was ich rein gemacht habe, sind Cashcore hinten und vorne. Auch dort gehen die Meinungen auseinander, aber ich fahre etwa halt mit einem etwas tiefen Druck, je nach Wetter und Trailbedingungen. Und somit ist wenigstens die Felge geschützt. Was ich ganz geil finde, ist Shape vom Ganzen und das Fahrverhalten auf dem Trail. Das Bike macht alles mit. Die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich überall ein bisschen unterwegs bin. Ob das irgendwo auf Single Trails sind, ob das auf Flow Trails sind oder auch wirklich technische, ruppige Trails. Das Bike nimmt alles mit. Und das ist das, was ich gesucht habe. Anständiger Federweg, anständige Geometrie und richtig geil zum Abfahren. Das Auffahren ist für mich meistens mehr so ein Übel zum Spaß. Aber auch das muss jeder selber wissen. Aber für genau meine Bedürfnisse passt es perfekt.
mit dem Preis von 4000 Franken, Neupreis, das Preis-Leistungs-Verhältnis, für mich stimmt es nach wie vor. Ich würde es heute wieder kaufen. Es gibt einen Haufen geile Bikes, aber je nach dem Budget, das man hat, um ein Bike zu kaufen, kann ich es nur empfehlen. Auch Occasion, schaut auf gewisse Sachen. Wenn ihr so oder so einen Federservice machen müsst, schaut gerade zum Beispiel wegen dem Debonair-Kit. Kleine Empfehlung am Rand. So, ich denke, jetzt habe ich genug geschnurrt. Es gibt sicher noch einen Haufen zu erzählen. Ich persönlich, cooles Bike, Nachteil, Bremsen und der Elfenkranz. Aber Vorteil, alles was mit Downhill zu tun hat, richtig geil. Natürlich habe ich euch den Link vom Suspension Center in die Beschreibung eingefügt. Wenn ihr dort mal anwendet, unbedingt, kann ich nur empfehlen. Und ich habe euch noch einen Link von einem Test von dem Bike aus dem Jahr 2018 in die Beschreibung eingefügt. Vielleicht habt ihr dort auch noch irgendwelche Informationen, die ihr brauchen könnt. Vielen Dank fürs Schauen. Schön, dass ihr bis jetzt dabei gewesen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch da zu lassen. Es würde mich sehr freuen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace.